Seit Jahrtausenden ist Gold der ultimative, sichere Hafen. Wenn die Welt in eine Krise schlittert, flüchten Anleger ins Gold. Es ist das Fundament für Generationen. Aber was, wenn ich dir sage, dass genau jetzt, im Frühling 2026, eiskalte Daten auftauchen, die dieses Gesetz des Geldes auf den Kopf stellen? Während viele auf Gold vertrauen, bringen sich eine der größten Investoren für eine Wette in Stellung, die alles verändern könnte. Eine Wette, die nicht auf Gold, sondern auf Bitcoin basiert, mit Preisprognosen, die bis auf $2 Millionen pro Bitcoin klettern. Der Grund? Eine fast unglaubliche historische Anomalie. Für einen kurzen Moment war Gold, der Fels in der Brandung, volatiler als Bitcoin. Richtig gehört. Das sind Fakten und sie zwingen uns, alles zu hinterfragen. In diesem Video zeige ich dir die entscheidenden Daten, die traditionelle Anleger schockieren. Wir analysieren die wahrscheinlichen Szenarien für diese Zukunft des Geldes und klären, warum das digitale Zeitalter die alten Regeln bricht. Bleib dran, denn diese Analyse könnte deine Sicht auf Vermögenssicherung für immer verändern. Und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Boost Beyond, dein Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung mit unterhaltsamem Roguelike Gameplay im Hintergrund. Im heutigen Video sehen wir das Spiel Castle Crashers. Kein so richtiges Roguelike-Game, aber im Ansatz dann doch. Wir versuchen als Ritter des Königreichs einen Überfall von Barbaren zurückzuschlagen und verschleppte Prinzessin zu befreien. Dies kann mit bis zu 4 Spielern und mit unterschiedlichen Fähigkeiten der Helden zu einem Riesenspaß werden. Wie im Spiel möchte ich dir durch meine Erfahrung auf deiner finanziellen Reise und bei deinem persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnieren-Button und wenn es dir gefällt, auch den Like-Button, damit dieses Video mehreren Leuten empfohlen werden kann. Jedoch ein wichtiger Disclaimer am Anfang. Das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich dir erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Gut, jetzt geht's los. Das Kernversprechen von Gold war immer Stabilität. Doch genau dieses Versprechen hat in letzter Zeit tiefe Risse bekommen. Der erste schockierende Datenpunkt ist die Volatilitätsanomalie. Traditionell ist Bitcoin der Inbegriff von Volatilität, während Gold als Inbegriff der Ruhe gilt. Doch Anfang 2026 passierte etwas, das kaum jemand für möglich gehalten hat. Die Volatilität von Gold schoss in die Höhe und übertraf kurzzeitig sogar die von Bitcoin. Was steckt dort dahinter? Einerseits massive Käufe durch Zentralbanken. Länder wie China kaufen riesige Mengen an Gold, um ihre Reserven zu diversifizieren. Nach Rekordjahren mit Zukäufen von über 1000 Tonnen in 2022 und 2023 kauften die Notenbanken auch in den Folgejahren massiv weiter. Diese Nachfrage treibt nicht nur den Preis, sondern auch die Schwankungen. Wir sahen, wie der Goldpreis Ende Januar 2026 auf ein Rekordhoch von fast 5.600 US-Dollar schoss, nur um dann brutal abzustürzen. Solche Bewegungen sind für Gold absolut außergewöhnlich und zerstören das Narrativ der berechenbaren Stabilität. Es ist paradox. Genau die Gründe, die Gold so attraktiv machen, die Flucht vor Unsicherheit, führen durch die konzentrierte Nachfrage zu einer Volatilität, die man sonst nur von Risikoassets kennt. Das bedeutet nicht, dass Gold seine Rolle verloren hat, aber die Gewissheit, dass Gold der ruhige Hafen ist nicht mehr in Stein gemeißelt. Während das Narrativ von Gold nun wackelt, baut sich das Argument für Bitcoin Mathematik auf. Hier kommt der zweite Datenpunkt, die Asymmetrie der Marktkapitalisierung. Stell dir den gesamten Wert des Goldes als ein riesiger See vor. Seine Marktkapitalisierung beläuft sich, je nach Preis, auf eine Summe zwischen 36 und 37 Billionen US-Dollar. Daneben gibt es einen viel kleineren See, Bitcoin, mit einer Marktkapitalisierung von aktuell etwa 1,45 Billionen Dollar. Der Goldmarkt ist also rund 25 Mal größer. In dieser gewaltigen Diskrepanz liegt die größte Chance für Bitcoin-Investoren. Beide konkurrieren um die Rolle als Schutzschild gegen die Entwertung von Fiat-Währungen. Was aber passiert, wenn nur ein winziger Bruchteil dieses Kapitals aus dem Goldmarkt in den digitalen Goldrausch wechselt? Rechnen wir das mal durch. Wenn nur 5% des Kapitals aus dem Goldmarkt in Bitcoin fließen, wären das etwa 1,8 Billionen Dollar.
Das würde die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin mehr als verdoppeln. Bitcoin muss nicht die ganze Welt erobern. Es muss nur einen kleinen Teil des Marktes für sichere Häfen gewinnen. Genau das sehen wir bereits. Die Einführung von Bitcoin-ETFs ist eine Flutwelle an investitionellem Geld ausgelöst. Inzwischen verwalten diese Produkte bereits Vermögen im Wert von über 90 Milliarden Dollar. Das macht es traditionellen Anlegern so einfach wie nie in Bitcoin zu investieren. Dieses Phänomen wird als asymmetrische Wette bezeichnet. Das Abwärtspotenzial von Bitcoin ist begrenzt, aber das Aufwärtspotenzial, angetrieben durch diese gewaltige Asymmetrie, ist um ein Vielfaches höher. Wenn dir diese datenbasierte Analyse gefällt, lass mir gern ein Like da und abonniere den Kanal. Es ist kostenlos, hilft uns aber ungemein. Und jetzt deine Meinung in die Kommentare. Gold oder Bitcoin? Was ist das bessere Investment für die nächsten 10 Jahre? Lass uns gern diskutieren. Wie entwickelt sich das also? Schauen wir uns 3 mögliche Szenarien an. Szenario 1, die Basisprognose. Die Welt mit moderater Inflation. Das ist der Business-as-usual-Fall. Die Inflation bleibt bei 2-4%. In diesem Umfeld werden beide Werte gesucht. Analysten prognostizieren für Gold einen Preis, der seine Kaufkraft solide erhält. Für Bitcoin gehen einige Modelle jedoch von einem Anstieg auf rund 250.000 US-Dollar aus. Der Grund dafür? Bitcoin profitiert zusätzlich vom Netzwerkeffekt und wachsender Adaption. Szenario Nummer 2. Die Schockprognose. Die Welt mit hoher Inflation. Stellen wir uns nun ein düsteres Szenario vor. Das Vertrauen in Dollar und Euro erodiert. Es käme zu einer panischen Flucht in harte Vermögenswerte. Gold würde glänzen, mit Preisprognosen von über 5.500 US-Dollar pro Unze. Doch für Bitcoin wäre dieses Szenario der absolute Brandbeschleuniger. Seine garantierte Knappheit wird zu seiner größten Stärke. Prognosen steigen hier auf über 500.000 US-Dollar pro Bitcoin bis 2030. Extrapolieren wir dieses Szenario bis 2050, landen wir bei den Zahlen, die diesem Video seinen Titel gegeben haben. Ein Goldpreis, der auf etwa 19.000 US-Dollar steigt und ein Bitcoin-Preis, der die Marke von 2 Millionen US-Dollar erreicht. Szenario Nummer 3, die Krisenprognose, die Welt in Deflation. Es gibt auch das Gegenteil, ein echter Wirtschaftscrash mit fallenden Preisen. In diesem Cash-is-King-Umfeld würde sich Gold wahrscheinlich am besten schlagen. Als seit Jahrtausenden bewährter Wertspeicher würde es seine Kaufkraft besser erhalten als die meisten anderen Anlagen. Bitcoin könnte etwas leiden. In einer Liquiditätskrise, in der Anleger alles verkaufen, könnte auch Bitcoin so unter die Räder kommen. Die Prognose liegt hier etwa bei 120.000 US-Dollar. Immer noch viel, aber eine deutliche Underperformance. Wenn Bitcoin jedoch wie Gold als Krisenabsicherung gesehen wird und sein Potenzial in dieser deflationären Welt voll ausspielt, sind auch hier viel höhere Kurse zu erwarten. Fassen wir also zusammen. Erstens, die angebliche Stabilität von Gold ist ein Mythos geworden. Daten zeigen, dass es phasenweise unberechenbarer als Bitcoin sein kann. Zweitens, das Wachstumspotenzial von Bitcoin basiert auf Mathematik. Durch die gewaltige Asymmetrie, der Goldmarkt ist 25 mal größer, würde schon eine winzige Kapitalverschiebung den Preis explodieren lassen. Und drittens, welches Asset dominiert, hängt von der Zukunft unseres Wirtschaftssystems ab. In einer moderat inflationären Welt schlägt Bitcoin Gold bei der Rendite. In einer Hyperinflationskrise wird Bitcoin zur Rakete und zielt auf die 2 Millionen Dollar Marke. In einer Deflationskrise könnte Bitcoin leiden, die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber eher gering, da Bitcoin in diesem Umfeld sogar noch befeuert und davon profitieren könnte. Warum ist das so schockierend für Goldanleger? Weil es die Annahme von garantierten Stabilität angreift. Die Daten legen nahe, Gold mag ein guter Wertspeicher sein, aber Bitcoin hat das Potenzial, der größte Vermögensgenerator unserer Generation zu werden. Die klügste Strategie ist daher vielleicht nicht Gold oder Bitcoin, sondern Gold und Bitcoin. Gold als Absicherung für die schlimmste Krise und Bitcoin als asymmetrische Wette auf die Zukunft. Was ist deine Strategie?
schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten empfohlen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Mein Plan ist, nach diesem neuen Spiel im folgenden Video noch ein weiteres neues Spiel einzustreuen und danach eine Serie von mehreren Videos mit einem auf dem Kanal wohlbekannten Roguelike zu machen. Lasst euch überraschen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.